nett. Vor einiger Zeit habe ich euch auf Instagram gefragt, ob euch die neue Skincare von Hypoallergenic interessieren würde. Und da die meisten mit Ja gestimmt haben, habe ich mir diese 4 Produkte besorgt. Die habe ich auch tatsächlich online bei Rossmann gekauft. Ich weiß nicht, ob man die auch irgendwo stationär bekommt. Naja, wie dem auch sei, ich habe sie mir online bei Rossmann bestellt und dann in die Filiale liefern lassen und sie dann einfach abgeholt. Ich habe mich einmal für das Face Oil entschieden, beziehungsweise nicht das Face Oil, sondern den Oil Cleanser, dann einen Toner Mist, einen Nourishing Lotion und einen Moisturizer. Alle Produkte tragen den Detoxing Claim und ich persönlich bin da kein großer Fan von, weil es schlichtweg reines Marketing ist. Ihr könnt eure Haut nicht mit irgendwelcher Hautpflege detoxen, ihr könnt euren Körper nicht mit irgendwelcher Hautpflege detoxen, denn wenn ihr eine funktionierende Leber und funktionierende Nieren habt, dann müsst ihr euch keinerlei Sorgen um irgendwelche Entgiftungsfunktionen machen. Also wie gesagt, vor allem mit Hautpflege läuft da gar nichts, das ist reines Marketing und ich bin da einfach kein großer Fan von. Nichtsdestotrotz habe ich mir die Produkte besorgt, weil sie einfach auch halbwegs mild formuliert sind. Also es sind, soweit ich weiß, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und keine anderweitige Parfümierung enthalten. Also zumindest bei all diesen Produkten, die ich mir gekauft habe. Manche unter ihnen sind eingefärbt, wie zum Beispiel dieser Toner, aber auch die Nourishing Lotion. Ich zeige die Produkte jetzt mal in Aktion und sage euch auch gleich, was ich bisher davon halte. Ich starte mal mit dem Oil Cleanser und muss sagen, dass das für mich einer der größten Flops ist, die ich jemals ausprobiert habe, weil dieser Ölcleanser sich überhaupt nicht runterspülen lässt. Es ist zwar ein Emulgator enthalten, aber das Produkt lässt sich null aufemulgieren. Also entweder ist nicht genug von dem Emulgator drin oder es wurde einfach der falsche Emulgator verwendet, vor allem im Zusammenspiel mit den fetthaltigen Komponenten. Denn wenn man das aufgetragen hat und versucht es runterzuspülen, perlt das Wasser einfach nur runter. Das heißt, ihr seid gezwungen, Double Cleansing zu machen und selbst dann muss man so ein bisschen aufpassen, was für ein Reinigungsprodukt man nimmt, also was für einen Intensivreiniger man zum Beispiel verwendet, weil ansonsten nach wie vor wie so eine wachsige, fettige, spürbare Schicht auf der Haut verbleibt und vor allem auf den Augen. Also das ist so dermaßen unangenehm und ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wie man so ein Produkt auf den Markt bringen kann. Wurde das denn überhaupt nicht getestet? Hat das denn niemand mal ausprobiert? Denn auf der Verpackung selbst steht auch noch mal drauf, dass man das auf die Haut auftragen soll und einfach mit lauwarmem Wasser runterspülen soll. Funktioniert nicht wirklich und deswegen ja, kann ich euch zumindest diesen Ölcleanser nicht unbedingt weiterempfehlen. Dann trage ich mal als nächstes den Toner auf, damit ihr ihn auch in Aktion sehen könnt. Ja, also der Sprühkopf ist definitiv ein kleines bisschen gröber im Vergleich zu meinem eigenen Sprühkopf auf meinem Gesichtswasser, aber für mich gerade noch so okay. Manchmal kommt auch so ein etwas dickerer Strahl raus, also je nachdem, was für einen Tag der Toner hat. Aber an sich ist der Toner mild formuliert. Wir haben hier feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten, Niacinamid, wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, wie hoch die Konzentration des Niacinamids ist. Dann ist auch noch feuchtigkeitsbindender Aloe Vera Saft drin und Grüntee-Extrakt. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist die Farbe des Toners quietschegrün. Also das ist jetzt auch keine normale Färbung der Rohstoffe, denn dieser Toner ist auch noch eingefärbt. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Bin ich persönlich kein großer Fan von, weil ich es doch relativ unnötig finde, wenn man Hautpflege einfärbt. Aber es gibt sicherlich Leute, die das cool finden. Ich persönlich finde dieses Mist okay. Also es ist jetzt kein komplett schlechtes Produkt oder so, aber es haut mich jetzt auch nicht so sehr vom Hocker. Direkt darüber würde ich die Nourishing Lotion auftragen. Und da finde ich es auch so dermaßen eigenartig, dass die so grün eingefärbt ist, weil das jetzt für mich persönlich auch keinen ausgleichenden Charakter hat. Also die ist einfach dahingehend nicht grün genug. Also wenn jetzt zum Beispiel einen Primer habt oder sowas, der dann Rötungen leicht kaschieren soll, so gut funktioniert diese Lotion dann auch nicht. Ich denke, dass die Färbung wirklich nur was fürs Auge ist. Und an sich finde ich sie auch nicht sonderlich nourishing. Also sie ist mir persönlich nicht reichhaltig genug für meine eher trockene Haut. Und ich finde es auch super, super strange, dass sie auch hier wieder in so einem Pumpkopf kommt.
Und man muss auch wirklich ein bisschen doller drauf drücken, damit da genug Produkt rauskommt. Dann nochmal einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen. Einmal rückfettendes Aprikosenkernöl. Das ist auch so ein Öl, das sich relativ leicht und angenehm auf der Haut anfühlt. Dann ist auch noch Mangobutter enthalten, feuchtigkeitsbindendes Glycerin, Betain, wieder Aloe Vera Saft und natürlich auch wieder der Grüntee-Extrakt, der unter anderem antioxidativ wirken kann. Natriumhyaluronat ist auch enthalten, kann feuchtigkeitsbindend wirken. Aber wie gesagt, ist halt auch wieder eingefärbt und da müsst ihr natürlich schauen, ob das für euch klar geht oder nicht. Zum Schluss würde ich jetzt noch den Face Moisturizer auftragen und das hat auch einen Grund, denn der ist im Gegensatz zu den anderen Produkten braun eingefärbt. Ich zeige euch das mal. Wartet. So sieht er aus. Könnt ihr das erkennen? Also, der hat so eine ockerfarbene Färbung. Ich weiß nicht, ob das eher eine Tinted Skin Cream oder sowas sein soll. Aber keine Ahnung, was ich davon halten soll. Weil hier vorne auf der Verpackung mutet das zumindest nicht so an, als wäre das Make-up. Es steht zwar hier hinten dann Detoxing Face Moisturizer Gel Make-up, aber direkt auf der Verpackung drauf steht es nicht. Da müsst ihr dann sozusagen ein bisschen aufpassen, falls ihr euch das holt. Das Zeug ist auch eingefärbt. Und ich weiß echt nicht so recht. Es fühlt sich auch nicht so angenehm an. Allgemein, alle Produkte zusammen sind jetzt nicht so der Burner, was das Hautgefühl angeht. Ich finde auch nicht, dass sich meine Haut genug gepflegt anfühlt. Also sie fühlt sich irgendwie ja schon so leicht durchfeuchtet an, aber nicht gepflegt genug. Und da erwarte ich einfach auch was anderes von einem Moisturizer. Eventuell könnten die Produkte was für ölige Haut sein, aber für meine trockene Haut ist das definitiv nichts. Ich finde sogar, dass meine Haut sich auch so ganz leicht matt anfühlt und dennoch so ein bisschen klebrig. Darüber würde ich jetzt noch meine Sonnencreme auftragen, einfach nur um zu schauen, wie sich das Ganze verhält, weil ich den Moisturizer, also diesen ockerfarbenen, den kann ich so alleine einfach nicht tragen. Das ist viel zu dunkel und ich sehe hier einen Rand und der ganze Ton wirkt etwas gelblich. Deshalb kommt da jetzt noch Sonnencreme drüber und dann werde ich auch noch ein bisschen Foundation auftragen. Ihr merkt es vielleicht schon, ich bin kein großer Fan von den Produkten. Höchstens der Toner ist halbwegs okay, aber der Rest haut mich jetzt nicht so sehr vom Hocker, dass ich euch das unbedingt weiterempfehlen würde. Ich habe ein paar Produkte von Hypoallergenic, die ich ganz gerne mag, wie zum Beispiel diese den Hydra Balm oder sowas. Den hier, den zeige ich euch ja auch immer mal, wenn ich Foundation aus der Drogerie empfehlen soll. Das ist der Longwear Hydrating Balm Foundation. Die finde ich wirklich toll, aber diese Skincare-Produkte, die machen mich gerade nicht sonderlich happy. Man muss natürlich auch nochmal hervorheben, dass die Produkte ohne Duftstoffe auskommen, was ja für Duftstoffallergiker und Duftstoffallergikerinnen einfach ein Riesenvorteil ist, aber auch für Menschen mit empfindlicher Haut. Nur finde ich einfach, dass es vor allem heutzutage in der Drogerie etliche andere Produkte gibt, die eben auch ohne Duftstoffe auskommen, die meiner Meinung nach deutlich besser performen. So sieht das Ganze jetzt aufgetragen aus und ich muss sagen, dass es keinerlei Probleme gab. Die Sonnencreme hat sich nicht abgerollt und ich habe die Produkte bereits mit anderen Sonnencremes ausprobiert. Auch da gab es keinerlei Probleme, sprich die Sachen sind auch ganz gut kompatibel mit anderen Produkten, was aber natürlich auch davon abhängt, welche ihr genau benutzt. Das müsst ihr dann dementsprechend selbst ausprobieren. Nur für mich persönlich sind die Hypoallergenic Skincare Produkte jetzt nicht so besonders, dass ich sie mir unbedingt nachkaufen würde. Abschließend kann ich euch leider nur den Toner empfehlen. Ich finde es auch wirklich gut, dass es endlich mal im Drogeriebereich ein Gesichtswasser mit einem Sprühkopf gibt, weil ich das auch sehr gerne mag. Dann kann ich mir das Ganze direkt aufs Gesicht drauf sprühen und muss jetzt auch kein Wattepad dafür vergeuden, aber da sind wir natürlich alle unterschiedlich. Ich freue mich
mich jedenfalls sehr darüber. Hätte man auf die Farbstoffe verzichten können? Ja, hätte man. Ansonsten ist die Formulierung wirklich in Ordnung und durchaus einen Blick wert. Also falls euch das interessieren sollte, dann schaut euch unbedingt den Toner mal an. Den Rest fand ich tatsächlich nicht ganz so toll. Das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und auch ein kleines bisschen hilfreich war. Falls ihr meine Arbeit finanziell supporten möchtet, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr entweder eine Patreon-Mitgliedschaft abschließt, die bereits ab €1 möglich ist, oder aber auch eine YouTube-Kanalmitgliedschaft. Die Links packe ich euch einfach unten in die Infobox. Dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen und drüber nachdenken. Und falls ihr auch eines der Produkte getestet haben solltet, dann packt eure Erfahrungen auch gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.